KI oder Mensch? Wer designt die Zukunft? Ist künstliche Intelligenz unsere härteste Konkurrenz oder bester Support? Die Auswirkungen von KI auf Designprozesse. Das ist unser heutiges Thema in unserem SciencePod. Wissenschaft trifft Gesellschaft. Der Podcast des ComLab Transformer Mannheim. Ich bin Sebastian und neben mir steht Lena und wir leiten euch heute durch die Podcast-Folge. Danke, Sebastian. Wir sind beide Studierende an der Hochschule Mannheim. Sebastian studiert im 2. Semester Medizintechnik und ich im 5. Semester Kommunikationsdesign. Wir sind hier im Transformer ComLab und haben heute 2 Gäste, einmal Anna Winkenbach und Axel Kolaschnik. Möchtet ihr euch einmal vorstellen? Hi, ich bin Anna. Ich studiere im Master hier an der Hochschule und schreibe gerade meine Thesis mit Fokus auf Creative Leadership und Design Systems und habe bereits auch meinen Bachelor in Kommunikationsdesign hier schon gemacht. Und ich bin Axel Kolaschnik, nunmehr 19 Jahre schon Professor hier an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim. Meine Schwerpunkte liegen auf dem Thema Brand Design. Das bedeutet sowas wie Marke und Gedöns in all ihren Facetten. Und der zweite Aspekt ist komplexe Designsysteme unter dem Titel Creative Leadership. Super, vielen Dank euch. Ich würde direkt einsteigen mit der ersten Frage. Und zwar, ihr habt jetzt ein ganzes Jahr an einem Forschungsprojekt zur Bedeutung von KI für Design mit dem Schwerpunkt auf Kommunikationsdesign gearbeitet. Und zum Kontext, Anna, du studierst ja Kommunikationsdesign, so wie ich auch. Aber könntest du für alle, die es nicht studieren und die uns hier zuhören, einmal genau erklären, was ist Kommunikationsdesign und was machst du in deinem Studiengang? Also Kommunikationsdesign ist ja im Grunde alles, was irgendwie im Entferntesten mit Kommunikation und/oder Design zu tun hat. Und aber halt viel auch so das Hintergrundwissen, warum man Dinge designt und wie man kommuniziert und warum man kommuniziert. Also wir lernen hier ganz viel so von den Hintergründen von Zielgruppen und die Psychologie hinter der Kommunikation, wie man bestimmte Leute erreicht und wie man das Ganze dann auch grafisch umsetzt. Also es ist ein sehr komplexes Feld und wirklich auch alles von Foto bis Video bis Web bis Zeichnen, also ist wirklich alles dabei. Axel, möchtest du da noch irgendwas ergänzen als Professor? Entscheidend ist, dass man Kommunikation versteht als etwas, um andere zu unterstützen, ihre Zielgruppen, ihre Botschaften besser an ihre Zielgruppen rüberzubringen. Und da sind wir transmedial unterwegs und das versuchen wir hier an der Fakultät in Mannheim. Kommen wir nun zu eurem Forschungsprojekt. Axel, könntest du mal ganz kurz skizzieren, was eure Ideen waren, was denn so die Intention hinter diesem Projekt waren? Wir sind gezwungen worden. Die Entwicklung der AI, KI hat mit ChatGPT ja einen ordentlichen Schwung aufgenommen, Ende 2022. Was liegt da näher, als sich dem Thema zu widmen? Wir hatten das vorher schon vorbereitet und eingesteuert, dass man sich dem Phänomen, was auf uns zukommt, was nichts Geringeres ist als eine Revolution, zumindest in Sachen Kommunikationsdesign, aber es wird auch Implikationen auf den Rest der Menschheit haben, dass man sich dem stellen muss als Kommunikationsdesigner. Abtauchen gilt nicht, das haben wir sehr früh gemerkt, vermeiden auch nicht. Das heißt, wir müssen uns um jungen Designerinnen und Designer, die wir hier an der Hochschule nicht ausbilden, sondern wir begleiten sie auf ihrem Weg zur Berufsreife gewissermaßen und zur Persönlichkeitsreife. Wenn wir das tatsächlich verantwortlich tun wollen, müssen wir uns dem Phänomen stellen. Das heißt, die Idee ist entstanden allein dadurch, dass es aktuell so ein relevantes Thema ist, schon vor einem Jahr speziell auch ein wichtiges Thema war. Oder hattest du schon vorher die Idee, jetzt mache ich ein KI-Projekt? Also ich habe schon seit langer Zeit meinen Studenten erzählt, passt auf, eines Tages wird es so aussehen, dass ich, wenn ich morgens wach werde und sage, hallo KI, Pod, also hallo Siri, Alexa, Watson oder wer immer mir gerade zur Seite steht in einer neu entwickelten Form, ich mache mich jetzt doch selbstständig. Und meine Alexa sagt dann, endlich, du denkst ja schon länger drüber nach. Ist es noch die Geschichte mit dem Coffeeshop? Und ich sage, nee, ist es nicht mehr Coffeeshop, da gibt es zu viele, ich werde jetzt Makler. Und dann fängt ein Gespräch an zwischen einer intelligenten, künstlichen Intelligenz und mir und ich kriege dann Vorschläge nicht nur für einen Businessplan, den ich mir selber wahrscheinlich gar nicht ausdenken könnte, ich kann auch toll damit recherchieren, sondern ich kriege auch einen Vorschlag für eine Marke, für ein Corporate Design. Und das ist natürlich etwas, diese Entwicklung, wenn die sich abzeichnet, das ist bedenklich für die berufliche Tätigkeit unserer Absolventinnen und Absolventen. Damit muss man umgehen lernen. Ich hatte das Glück, dass ich hier auf offene Ohren gestoßen bin,
bei der Karl-Völker-Stiftung, die hier unsere Projekte mit unterstützt, Forschungsprojekte, und wir hatten einen kleinen Forschungsetat bekommen, Ende 20, Anfang 21, also schon deutlich vorher, es braucht ja mal Vorlauf, und um das dann einzusteuern, waren wir praktisch genau am Start, als ChatGPT auch am Start war. Jetzt haben wir einen super Überblick über Kommunikationsdesign als Studiengang und speziell auch das Forschungsprojekt. Natürlich wollen wir jetzt ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Erstmal, ihr habt das Forschungsprojekt ja zweigeteilt. Kannst du, Axel, mal so die Einteilung genauer erklären und genau erläutern, wieso ihr euch für diese Unterteilung entschieden habt? Anna wird gleich über einen Teil mehr erzählen, nämlich über den Teil der Master, über ein Projekt, was aufgesetzt wurde, um rauszubekommen, welche Relevanz hat künstliche Intelligenz für den Beruf der Kommunikationsdesignerin, wie nützlich sind die Tools, die sich entwickeln, wie gefährlich sind die Abläufe, die da über Bord geworfen werden, an die wir uns schon gewöhnt hatten und die wir auch mit unseren Kunden abgestimmt haben. Was hat das für Implikationen auf unseren Beruf und letztendlich auch, und das ist für mich als Professor sehr spannend, welche Implikationen hat das auf die Lehre von Design? Also auf uns Professoren, von denen ich glaube, dass noch nicht alle mitgekriegt haben, was sich da gerade anbahnt. Aber so langsam, ein Jahr später, dämmert es allen, dass das etwas ist, was gekommen ist, um zu bleiben. Umfassender war also und auch theoretisch fundierter war das Projekt der Masterstudentin. Dann haben wir noch ein Projekt für die Bachelorstudierenden aufgesetzt in meinem Kurs Brand Design, wo es darum ging, kann KI eigentlich sowas Komplexes wie eine Marke? Geht das? Und was kann uns KI nützen? Was kann uns KI schaden? Wie können wir das als Tool benutzen? Anna, könntest du eventuell noch ein bisschen was über das Masterprojekt Design erzählen? Wir haben uns sehr viel beschäftigt halt mit der Entwicklung von KI, also wie es angefangen hat im November 22 mit, als ChatGPT 3.0 rausgekommen ist, dann ging ja, also das war ja die Hölle los, es ist total explodiert, jeder hat plötzlich eine AI gemacht, das ist ja auch immer noch so, ich meine, es gibt mittlerweile sogar Fahrräder mit ChatGPT, aber wir haben uns dann halt mit der Entwicklung so ein bisschen beschäftigt und auch geschaut, okay, wo sind denn jetzt die Concerns, also es gab ja dann eine große Panikwelle mit Copyright und Urheberrecht und wird hier gerade meine Kunst geklaut, um sie irgendwo einzuspeisen. Und dann aber auch so ein bisschen, wie sich das Ganze stabilisiert hat, dass Leute das mehr in ihren Arbeitsalltag eingebracht haben. Und dann am Ende haben wir da für uns dann auch noch ein Fazit gezogen. Also es war sehr viel Recherche, wir haben viele Interviews geführt mit tollen DesignerInnen. Refill ist das Projekt der Bachelorstudierenden. Refill, der Name sollte auch ausdrücken, was wir damit vorhaben. Ziel war, so weit wie möglich in die KI experimentell reinzuspringen und selber erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann man damit eigentlich alles machen. Also haben wir was gemacht, was wir normalerweise so nicht tun, nämlich eine Marke mit der Unterstützung von AI, KI entwickelt. Angefangen bei der Strategie und Konzeption, das heißt, wir haben schon recherchiert, gibt es das, was wir da wollen, schon oder ist das neu? Wir haben uns etwas Neues ausgedacht, wie wir meinen, nämlich Kleidung für Avatare, also digitales Ich im digitalen Raum, sowohl im Metaverse als auch im Gaming-Bereich, wo wir gesagt haben, die Avatare sollen bitte über Kleidung zum Ausdruck bringen, wie sich die Spielende, der Spieler hintendran fühlt. Das heißt, wir ändern den Zustand der Kleidung. Man kauft sich ein Stück Kleidung. Mein Traum war immer, ich würde mich gerne mal mit Wasser anziehen. Wenn ich Wasser als Kleidung habe im Internet, dann ist das frei von Materialität und von physikalischen Grundvoraussetzungen, wie zum Beispiel Schwerkraft. Ich könnte mich also umspülen lassen vom Wasser. Und wenn ich gut drauf bin, dann komme ich wie eine sanfte Welle. Wenn ich mies drauf bin, dann kriege ich Eiszapfen und werde stachelig und irgendwas dazwischen. Und das war die Überlegung, kann man das übertragen auf verschiedene Materialien, wie zum Beispiel Erde, Lehm, Matsch, so diese Geschichte. Oder lässt sich das auf Pflanzen übertragen und kann man da Kleidung draus produzieren? Das war aber sozusagen nur der Content der Marke, also die eigentliche Marke, die wir uns dabei ausgedacht haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das experimentell rauszukriegen, auch indem man erstmal versucht, welche Tools sind überhaupt geeignet, die Ideen umzusetzen und welche sind es nicht. Wie geht man mit den Tools um? Helfen die einen, verwirren die einen nur? Treiben die mich irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will? Oder bin ich derjenige, der die Tools nutzen kann? Aber im Vorfeld ging es auch darum, wie lege ich eigentlich eine Marke an? Welche Art von Markenstrategie muss ich entwickeln? Wie gehe ich an eine Konzeption ran? Wie nenne ich überhaupt die Marke? Ja, und wir haben dabei festgestellt, dass manchmal die KI hilft, manchmal auch verwirrt und manchmal unangemessen ist. Ja.
Super, Axel, dass du das alles schon mal zusammengefasst hast. Und da wollen wir jetzt auch anknüpfen und nochmal von dir, Anna, hören, auf welche Ergebnisse ihr gekommen seid und welche Erkenntnisse ihr daraus gezogen habt und was genau KI jetzt eigentlich für den Beruf, also für Kommunikationsdesigner bedeutet. Ja, also ich glaube, unser ganz großes Fazit war auf jeden Fall, dass KI ein extrem krasses Tool ist. Also es ist kann einem sehr viel Zeitersparnis verschaffen, wenn man richtig damit umgehen kann. Aber wir machen uns jetzt keine Sorgen, dass irgendein PM in irgendeiner Firma sich jetzt hinsetzt und alle seine Designjobs mit KI macht, statt mit Designern. Weil wir eben davon ausgehen, dass das Hintergrundwissen, warum man kommuniziert und warum man bestimmte Dinge grafisch auch einbaut und so Sachen wie Schrifthierarchien und so, das checkt KI halt einfach noch nicht so. Das ist ein Tool, das wird jeder Designer können müssen, weil wenn du schneller arbeiten kannst, dann brauchst du nicht mehr so viele Leute und wenn dann der Chef die Wahl hat zwischen 3 Leuten, die KI können und 2 Leuten, die KI nicht können, dann werden die ohne KI-Kenntnisse wahrscheinlich baden gehen. Also es ist auf jeden Fall was, womit man sich beschäftigen muss, da kommt man nicht dran vorbei. Es wird und hat die Branche komplett verändert im Sinne von Arbeitsprozessen. Und man hat einfach mehr Zeit, um sich um wichtigere Dinge zu kümmern. Und solange da halt das Verständnis für die Kommunikation noch nicht da ist, wird KI den Job auch nicht wegnehmen können. Zumal wir aktuell auch an einem Stand sind, wo KI nicht mal eine Font irgendwie gerade geschrieben kriegt. Und wenn es dann so kleine Anpassungen gibt, wie ja, kannst du den Störer mal 6 Grad drehen, dann viel Glück, das mit Midjourney hinzukriegen, wird schwierig. Also ich glaube, aktuell müssen wir uns da noch nicht so viel Sorgen machen. Wir müssen es aber auf jeden Fall beherrschen, wir müssen es auf jeden Fall können. ChatGPT kann ja auch in einer gewissen Hinsicht Konkurrenz sein für zum Beispiel Schriftsteller oder genauso auch Midjourney für Designer. Aber wie du schon gesagt hast, ihr seht es eher als Tool. Aber was bedeutet es dann fürs Studium Kommunikationsdesign oder generell Design? Zum Beispiel war es bei mir so, speziell weil ich Angst hatte, dass KI irgendwann den Job einnehmen könnte, für den ich dann studieren würde, weil zuerst hatte ich vor, eigentlich auch Richtung Mediendesign zu gehen, stellte ich mir da einfach die Frage, ist Design zukunftssicher, weil die KI entwickelt sich ja weiter, wird es irgendwann mehr als nur ein Tool? Ja, also das Studium wird sich auf jeden Fall zu einem gewissen Grad verändern müssen. Es muss einfach unterrichtet werden, wie man KI richtig einsetzt. Es ist ein super wichtiges Tool, auf dem Level wie jetzt zum Beispiel die Creative Cloud von Adobe. Das wird immer mehr Verwendung finden. Und es ist wichtig, da auch das visuelle Verständnis trotzdem zu lernen, die Sachen zu kuratieren. Zu sehen, okay, ist das, was da jetzt rauskommt, gut oder nicht. Wir hatten da einen Interviewpartner, der viel mit Azubis arbeitet und der hat gemeint, die haben dann auch Sachen in ChatGPT reingeschmissen, die haben eine Aufgabe gekriegt, gesagt, ChatGPT, mach mal. Und was da rauskam, war totaler Stuss, aber die haben es halt nicht gemerkt, weil sie sich halt nicht mit dem Hintergrund beschäftigt haben. Das heißt, um das anständig kuratieren zu können, um wirklich gute Ergebnisse rauszubekommen und auch wirklich entscheiden zu können, ist das jetzt ein gutes Ergebnis oder nicht, ist es super wichtig, das Hintergrundwissen weiter beizubehalten. Also ich denke, dass gerade solche Kurse wie jetzt Psychologie oder auch Grundlagen in HTML, all das wird schon noch weiter wichtig sein, damit wir einfach auch verstehen, warum wir dieses Tool benutzen. Aber es ist auch super wichtig, dass wir lernen, wie wir dieses Tool benutzen. Einfach, wie gesagt, am Jobmarkt wird es später ein ausschlaggebender Punkt sein, kannst du KI oder nicht? Kannst du KI oder nicht? Das wird eine wichtige Frage werden. Und das Zweite, kuratieren, was wir für einen wichtigen Begriff halten, der sich da abzeichnet. Wir waren ja im Jahr 1 nach ChatGPT, nach der neuen Zeitrechnung gewissermaßen, unterwegs und sind jetzt gerade, wo wir das hier aufnehmen, in Jahr 2. Wir haben im Jahr 1 ja erstmal gucken müssen, was geht. Was gibt es an Tools, was gibt es an Entwicklung, wie dynamisch ist überhaupt der ganze Markt und die Angebote, die sich da tun, welche Konsequenzen hat das für uns als Designer, sodass wir gesagt haben, das Erste, was wir machen müssen, ist uns bewusst sein, dass AI, KI gekommen ist, um zu bleiben. Wie gehen wir damit um? Und das wollen wir erstmal machen durch ästhetisches Spiel, würde Schiller sagen, also durch Experimente, spielerisches Ausloten der Möglichkeiten. Und da tatsächlich das nicht nur ganz frei zu machen, sondern auf der Basis von Designprozessen, die wir hier auch lehren, dass man sowas hat wie eine Matrix, an der man sich langhangeln kann. Ob die nun später in Frage gestellt wird und umgebaut wird, muss man noch sehen.
Zweitens haben wir festgestellt, dass ein umfangreiches Wissen um die strategischen und konzeptionellen Dimensionen am Beispiel Marke jetzt relevant sind, um überhaupt zu wissen, wie brief ich so eine KI, das heißt da ja Prompt, und wie brief ich menschliche Mitarbeitende, die gleichzeitig dran arbeiten. Und um das Ganze wieder zusammenzubringen, kommt der Aspekt, den Anna eben genannt hat, das ist das Thema, wie bringe ich die beiden Welten zusammen, die Human Intelligence und die Artificial Intelligence. Und das steuern zu können, auswählen zu können, bewerten zu können, haben wir mit dem guten Begriff Kuratieren, den es ja schon gibt und der eher aus dem Ausstellungsdesign kommt, genutzt. Denn das scheint der Begriff zu sein, den man sich aneignen muss, in den man sich reinarbeiten muss, wenn man überhaupt eine Übersicht behalten muss zwischen all den Möglichkeiten. Und das vierte, was wir gesehen haben, ist neben all den Hard Skills, nämlich wie gehe ich um mit den Tools und was sind meine konkreten Fähigkeiten, geht es auch darum, Soft Skills zu kriegen, sowas wie Moderieren von kollaborativen Prozessen, seien sie AI gestützt oder KI, aber in der Regel werden es in Zukunft wahrscheinlich Mischformen werden und dann auch das Management von Designprozessen und Kundenbeziehungen. Also das, was wir unter Creative Leadership verstehen, da gibt es eigentlich in Zukunft kaum noch einen Weg drumherum. Designer werden sich mehr und mehr in den strategischen, konzeptionellen Bereich entwickeln müssen und in der Lage sein müssen, die Ergebnisse aus den verschiedenen Welten dann so zusammenzuführen, dass es Sinn macht. Kuratieren haben wir das eben genannt. Das heißt, der Schwerpunkt, der wandert jetzt eher in die Kommunikation als in das Design. Ja und nein. Also wir machen ja Kommunikationsdesign, es muss beides drin sein. Wir müssen in der Lage sein, auch das Stichwort hat Anna schon genannt, komplexe Designsysteme steuern zu können. Und die Komplexität hat jetzt noch zugenommen. Natürlich wird durch KI, AI etwas beschleunigt und vereinfacht. Ist ja nicht die erste Revolution, die sich im Kommunikationssektor seit dem Letterdruck von Gutenberg entwickelt hat. Es kommt ja für uns in unserer Branche immer wieder was Neues, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Aber bei AI, KI sehen wir jetzt, es verlässt den eigentlichen Tool-Charakter. Und wir haben auf einmal die Möglichkeit, sogar, wie sagt man, Hausgebrauchsdesign auf Durchschnittsniveau durch KI erstellen zu lassen. Aber wir kommen nicht in Cutting Edge, wir kommen nicht in das wirklich Neue mit AI, KI, es sei denn zufällig, weil die AI, KI irgendwas macht, wo man sagt, hoppla, hat kein Mensch gewollt und versteht auch keiner, nicht mal die KI, aber das kommt dabei raus. In der Regel haben wir insofern, wenn es um Innovation, um Kreativität geht, noch einen Vorsprung. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Heute gibt gerade OpenAI eine neue Version von ChatGPT raus, die in eine Richtung geht, dass sie wesentlich emotionaler und kontextsensitiver agieren wird. Das passiert jetzt gerade, demnächst als Free-Version für alle. Es wird sich auch da was entwickeln, dass man praktisch in Gesprächsform, so wie ich eingangs sagte, ich werde morgens wach und brauche einen Businessplan und meine AI hilft mir dabei, bis hin zum Design und zu den Maßnahmen, die ich brauche, wird sich entwickeln. Aber wir waren im ersten Jahr ja unterwegs eher mit Fragen als mit Antworten. Wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen und müssen ein Gefühl dafür kriegen, wie können wir uns differenzieren. Es wird weniger Designer geben, der Markt wird auf jeden Fall kleiner, aber diejenigen, die es denn geben wird, müssen besser sein. Und da gehört das strategisch-konzeptionelle auf jeden Fall dazu. Vielleicht noch als Ergänzung, es gibt ja zu jeder Bewegung auch immer eine Gegenbewegung. Also es geht ja jetzt schon ein Trend hin zum wieder Handgemachten, dass man ein bisschen sieht, der menschliche Touch ist drin. Und ich glaube, gerade so Sachen wie Kommunikation mit dem Kunden, zu schauen, hey, matcht da der Vibe und können wir mit dem auf einer menschlichen Basis halt gut interagieren, kommen wir klar. Das wird weiter super, super wichtig sein. Vielleicht sogar noch mehr, weil man halt eben sich nach dem Menschlichen wieder sehnt, wenn jetzt halt überall KI ist. Und es ist ja auch nicht so der erste große Umschwung. Ne? Also zum Beispiel jetzt das Internet, Computerdesign am Rechner, das war noch vor einiger Zeit, hast du alles mit der Hand gemacht und jetzt machen wir alles am Computer, aber auch da gibt es wieder die Gegenbewegung, Print mit der Hand, Sachen von Hand zu machen, Mixed Media, so. Also ich glaube, dass es da immer ja, so ein Hin und Her geben wird. Das wird sich immer so ein bisschen die Balance geben. Und wahrscheinlich wird es dann auch wieder einen ganz krassen Trend zum alles handillustriert geben, wenn KI so einen riesen Boom macht. Was ja schön ist. Ja, für uns ist es gut. Das ist voll der gute Stichpunkt. Ich finde, ihr habt beide jetzt gerade auch sehr betont, wir wissen eben nicht, Axel hast so gesagt, wie lange KI nur durchschnittlich bleibt oder wann es auch anfängt, eben doch mehr zu können noch. Und da ist natürlich auch die Frage, wie wird sich dadurch ja das Studium verändern? Also jetzt im Moment, du bist ja da drin, du bist Professor, du kannst da ja auch was mit verändern und ich denke, das machst du ja auch jetzt schon.
Aber ja, wie siehst du das und siehst du da schon eine Veränderung oder ja, findest du, da muss mehr getan werden und inwiefern, was kann man da verändern, dass wir da auch vorbereitet sind und dass wir eben Profis auch in KI werden und aber auch gleichzeitig noch im Design? Super Frage, auf die ich auch eher Fragen als Antworten habe. Aus dem ersten Jahr ChatGPT nach ChatGPT haben wir ein paar Fragen mitgenommen, die alle in die Richtung gehen, wie muss sich Lehre, Studium und auch Lehrende verändern, die gesamte Struktur. Das geht die Räume an, das geht das Ambiente an, wie wir uns hier treffen. Das ist die Frage, was machen wir in echt und was machen wir in AI? Wird das Ganze vielleicht spielerischer? Muss das Ganze irgendwie noch strikter vorbereitet werden? Braucht man überhaupt noch sowas wie eine Universität und eine Fakultät? Braucht man das überhaupt noch? Und wir wollen jetzt in Jahr 2, da bin ich jetzt wieder mit einem Masterkurs und mit einem Bachelorkurs dran, 2 Dinge parallel machen, nämlich skizziert mal, das ist mit dem Bachelorkurs, das Ideal einer Fakultät für Gestaltung, wie sie aussehen kann, wenn AI, KI tatsächlich gekommen ist und zu bleiben, wie wir fest annehmen. Was hat das für Implikationen auf uns? Das würde ich dann auch gerne dem gesamten Kollegium der Hochschule und der Öffentlichkeit vorstellen, weil da werden bestimmt Ideen rauskommen, die damit zu tun haben, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Im Augenblick sind ja noch sowas wie Abwehrreaktionen von Professoren. In meiner Prüfung bitte keine Nutzung von AI oder bei den Hausarbeiten. Ist Unsinn. Das wird in Zukunft sein, als würde man sagen, du schreibst deine Hausarbeit bitte handschriftlich und ohne Computer. Da sind wir auch drüber weg. Es wird in irgendeiner Form eine Rolle spielen und wir müssen lernen, damit umzugehen. Das bedeutet, wir müssen die Art, wie wir lehren, umbauen, weil die Studenten in bestimmten Themen sowas von Vorsprung haben werden, weil sie sich viel mehr mit AI und KI-Tools beschäftigen werden. Und die Frage ist, welche Rolle haben denn überhaupt noch Professoren? Brauchen wir noch so viele? Gibt es eine andere Art von Struktur? Bauen wir die KI als Lehrende mit ein? Solche Themen. Also wie sieht eine ideale Fakultät für Gestaltung aus? Und die zweite größere Frage ist, das machen wir mit dem Masterkurs, wie würde eine transdisziplinäre, allein das ist schon eine Herausforderung, School of Creative Leadership in Zukunft aussehen können, die berücksichtigt, dass man wesentlich strategisch, konzeptioneller und auch mit den ganzen Soft Skills, mit kundenorientierter Arbeiten, mit überhaupt psychologischen Hintergrund Kunden verstehen, weil manchmal das, was ein Kunde meint zu glauben, nicht unbedingt das ist, was er wirklich glauben zu brauchen, nicht wirklich das ist, was er wirklich braucht. Da muss man dann einfach mal den Bogen größer spannen und auch transdisziplinärer spannen. Und da überlegen wir, wie sowas aussehen kann. Ja, total. Also das ist ja auch, was gutes Design ausmacht oder Kommunikationsdesigner, dass wir erklären können, auch warum wir was so machen, wie wir es machen und auch dem Kunden nochmal umstimmen können und noch bessere Lösungsansätze bieten können. Genau, Anna, würdest du da auch noch was zu ergänzen wollen, wie du aus studentischer Sicht quasi dir irgendwie das Studium vorstellst oder was du dir vorstellen kannst, wie sich das verändern sollte oder könnte? Ich denke, dass es halt einfach super wichtig ist, dass es ein paar Kurse dazu gibt, zusätzlich zum aktuellen Programm quasi, zum Thema Prompten, zum Thema Nutzen von KI. Weil KI ist immer nur so gut wie die Prompt, die man reinschmeißt. Und KI denkt auch nicht um die Ecke. Das ist, KI nimmt die Prompt und errechnet den Durchschnitt. So. Und keine Marke, niemand will einfach durchschnittlich sein. Niemand will einfach den Mittelwert vertreten. Das ist ja nicht das Ziel. Das heißt, ich glaube, das ist ganz wichtig, zu lernen, wie man KI vielleicht nutzen kann als ersten Input. Also vielleicht zum Inspiration sammeln oder damit man nicht mit einem leeren Blatt Papier anfängt. Dafür nutze ich ChatGPT immer, weil dann ein leeres Blatt Papier kriegt, ist immer Krise. Erstmal sagen, okay, was ist denn so ein grobes Konzept und dann spuckt es aus. Aber trotzdem zu verstehen, okay, wie muss ich von da weitergehen? Wie schreibe ich richtig Prompts, damit ich wirklich ein cooles Ergebnis kriege? Damit der Durchschnitt eben trotzdem was Krasses ist, weil die Prompt so gut war. Also ich denke, dass es schon viele Kurse gibt, die noch ihren Stellenwert haben und die noch weiter relevant sind, aber dass es einfach zusätzliche Kurse zum Thema KI geben muss und dass die Professoren wahrscheinlich auch nicht drum rumkommen, KI in ihren Kursen zu akzeptieren, weil das wird die Zukunft sein. Eine Frage noch bezüglich den Projekten. Was ist sowas, was neben Studis, speziell zum Beispiel Anna, du hast ja mit am Projekt teilgenommen. Was nimmst du denn so vom Projekt mit? Oh, auf jeden Fall ein sehr cooles Buch, das wir gestaltet haben, aber auch, ich glaube, viel Verständnis dafür, wie man KI gut in den Prozess einarbeiten kann, wo die Stärken und Schwächen von KI liegen.
und wie man das Ganze für sich nutzen kann. Und ich glaube, es ist auch ein guter Vorsprung, um jetzt quasi einem Kunden zu argumentieren, warum der Designer doch noch wichtiger ist als die KI, warum er mich noch braucht quasi, warum die KI das nicht alleine machen kann. Aber auch viel Verständnis so für, man muss schon aufpassen, was man macht, weil KI gehört ja auch dazu Deepfakes und viel auch so Kunstdiebstahl, wenn du eine KI trainierst mit zum Beispiel jetzt nur Sachen von einem Künstler und dir dann quasi dein eigenes Artwork ausspucken lässt. Da muss man natürlich auch extrem aufpassen und für sowas auch ein bisschen geschult zu sein, da ein Auge für zu haben, um zu sehen quasi, was ist jetzt gut, was ist nicht gut. Ich denke, dass es da auch noch mal ein paar Richtlinien geben wird in Zukunft zum Thema Copyright und KI. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen verändern. Aktuell sind wir da ja sehr frei, was wir damit machen können. Ja, aber also generell, ich glaube, so einen kleinen Vorsprung nehme ich mit. Hoffe ich. Aber ich denke, du hast das eigentlich ganz gut gesagt. Man soll trotzdem als Designer jetzt nicht die absolute Angst irgendwie vor KI haben. Nämlich, wie du gesagt hast, ist es ein Tool. Speziell, ich glaube, das ist auch so eins der Learnings, die man wahrscheinlich auch rausnimmt, dass man nicht komplett paranoid werden soll bezüglich KI. Axel, hast du da noch irgendwas zu ergänzen zu den Learnings? Unbedingt. Also KI ist für mich nicht, oder AI, um es international zu sagen, nicht nur ein Tool. Ein Tool wäre nicht so gefährlich wie die Revolution, die sich jetzt gerade anschiebt. Der Markt wird sich komplett ändern. So hatten wir am Anfang die Studierenden auch gefragt, wie seht ihr das mit diesen Tools, mit diesen Möglichkeiten? Und bei der ersten Betrachtung der Möglichkeiten sind wir gewesen zwischen wow, was geht alles, bis hin zu shit, ich kann wieder bei meiner Mutter einziehen, weil ich kann jetzt kein Geld mehr verdienen. So, ja, die Bandbreite ist groß und die Angst war auch da. Aber das Erfreuliche ist, dass im Laufe des Projektes über ein Jahr Beschäftigung damit die Angst zunehmend abgenommen hat und wichtig ist, eine eigene Haltung entwickelt wurde, wie man dieses KI-Zeug in sein eigenes Arbeiten einbaut. Das ist ein ganz entscheidender Faktor gewesen, das muss man auch lernen. Und ein Aspekt war, Anna hat schon gesagt, alle Studierenden werden in Zukunft gefragt werden, wenn sie die Hochschule verlassen, hast du schon mal was mit AI, KI gemacht? Und statt einer Antwort, ich hoffe, das hört man übers Mikro, müssen die jetzt nur so machen. Das waren schwere Dokumentationen. Die eine hat 230 Seiten, die andere 160 Seiten. Gut gestaltet von den studentischen Teams, aus denen hervorgeht, dass sie sich spielerisch damit beschäftigt haben, experimentell versucht haben auszuloten, welche Relevanz hat das für mich, gezeigt haben, was alles damit geht, das ist ein ganz entscheidender Faktor, und auch wissen, dass man nicht alles der AI, KI überlassen darf. Noch nicht, keine Ahnung, was sich entwickelt, denn wenn ich mir vorstelle, dass Microsoft in allen Office-Kommunikationstools auf der Tastatur praktisch schon einen Copiloten installiert für KI, dann passiert genau das, dass jemand, der irgendwo einen Office-Text schreibt, sagt, mach mir da eine Präsentation draus, ich brauche übrigens einen Flyer da draus, hol noch ein bisschen Wissen zusammen, hol Illustrationen zusammen, die irgendwie Freeware sind, wo ich nichts für bezahlen muss, und wenn es das nicht geht, dann bau mir was mit folgenden Ideen. Und die Artefakte, also die Publikationsteilchen, die am Ende dabei rauskommen von Design, kann man auch über Office machen. Es wird schwierig zu beurteilen, wo ist der Unterschied zwischen gutem Design und wo ist der Aspekt zwischen Hausdesign, Hausgebrauchsdesign, was auch irgendwie funktionieren kann bis zu einem gewissen Grad. Da die Differenzierung hinzukriegen, ist wichtig, und komplexe Sachverhalte anzuschieben, dafür braucht man immer noch eine Übersicht und ein Wissen um Komplexität. Und da ist eben wieder, ich kann es nur sagen, das strategisch-konzeptionelle Denken, das Kontextualisieren von etwas, das Ausloten von Optionen, das muss man lernen als Haltung, die man als Designerin, Designer entwickeln kann. Die Tools kommen hinterher. Ja, so dass wir tatsächlich erst denken und spielen müssen und dann anfangen, das, was man Gestaltung praktischerweise immer genannt hat. Nämlich Gestaltung fängt ja immer erst an, wenn ich einen Stift in die Hand nehme. Gestaltung fängt jetzt schon an, wenn ich mich einem Problem widme und erstmal versuche zu verstehen, was sind die Dimensionen eines Problems, mit wem will ich da reden, was soll transportiert werden, und dann dafür eine Strategie und eine Konzeption entwerfen. Das ist auch Teil der Gestaltung, und ich glaube, das wird in Zukunft wesentlich relevanter werden. Das ist ein sehr, sehr schönes Fazit. Wir haben generell eine Frage, die wir wirklich jedem Gast stellen. Anna, du hast ja auch unter anderem schon zukunftsorientiert ja auch über die AI-Fahrräder geredet. So, zum Schluss bitten wir euch noch um eine visionäre Antwort auf folgende Frage. Und zwar, wie sieht denn die Welt im Jahr 2100 aus? Boah,
Also so allgemein wahrscheinlich warm und trocken in Bezug auf KI. Das wird ein ganz normales Alltagsding sein. Also ich glaube, dass es, wo jetzt doch die Leute sind, so, oh Gott, ja, überall ist KI, das wird normal sein. Also so wie halt das Internet, hat auch jeder in der Hosentasche aktuell. Was, glaube ich, für meine Generation noch ganz spannend ist, dass wir irgendwann unseren Kindern und Enkeln dann sagen können, ja, ich bin älter als AI. Das ist, das wird wehtun, glaube ich. Ja, aber ich denke, also ich mache mir am wenigsten Sorgen wegen KI, was die Zukunft angeht. Soll ich einen dranhängen? Ich könnte noch erzählen, dass ich ja schon ein paar dieser Umbrüche erlebt und überlebt habe. Ich denke, das gehört auch zur DNA von Designerinnen und Designern, dass wir uns immer in neue Gemengelage stürzen und gucken, was ist daran nutzbringend für unsere Auftraggeber und für uns und was ist eher gefährlich und was lässt sich anders lösen als rein über die Tools, so wie wir immer sagen, erst den Kopf einschalten, dann den Rechner. Disruptionen, Umbrüche, die ich bisher erlebt hatte, waren in den 80er, 90er Jahren, dass das Design erstmal in die Rechner reingegangen ist, diese ganze Adobe Creative Geschichte mit PostScript-Formaten und ähnlichem mehr. Das hat eigentlich die 90er massiv geprägt. Auch die Möglichkeit, dass man denn auf ganz einfachen Office-Programmen auf einmal sowas machen konnte wie Clipart und ich konnte selber Schriften. Comic Sans ist ja immer unser beliebtes Schmähbeispiel dabei. Also jede kann designen. Die nächste große Welle, die es gab, war um das Jahr 2000 rum. Das fing natürlich ein bisschen vorher an, aber dieses Thema, das Internet kommt auf und wurde ab 2007 mit dem ersten Smartphone auch noch mobil und dann wurde es wieder portioniert in Apps. Das ist eine permanente Revolution, die da passiert, mit neuen Geschäftsmodellen, wo Firmen, die erfolgreich waren, auf einmal aus dem Markt gedrängt wurden, weil ganz andere Geschäftsmodelle entstanden sind. Und jetzt die nächste Disruption, Umbruch, die ich sogar Revolution nennen würde, mit AI, KI, das wird massiv was bewirken. Wie sieht es also 2100 aus? Die letzten 25, 30 Jahre zeigen, das war schon bewegt genug. Alle jungen Leute, die jetzt Kommunikationsdesign studieren, können sich darauf einstellen, dass sie in ihrer Arbeitsphase, in ihrem Arbeitsleben noch einige Umbrüche mehr erleben werden. Das wird nicht das Ende sein. Von daher ist das einzig Gewisse, was ich sagen kann, Menschen werden geboren, Menschen werden sterben und dazwischen müssen sie ihr Leben leben und dürfen ihr Leben leben und sollen bitte nicht den Mut verlieren. Vielleicht noch als Ergänzung. Ich denke, wer um die Ecke denken kann und gut ist in dem, was er tut und sein Wissen auch auf andere Bereiche anwenden kann, muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Super. Wirklich, also dann sind wir jetzt am Ende angelangt und wir bedanken uns herzlich, dass ihr so offen und ehrlich eure Erkenntnisse auch mit uns geteilt habt. Dass ihr hier wart und dass ihr uns so spannende Einblicke auch gegeben habt. Also gerade für mich, ich habe auf jeden Fall auch Lust, mich jetzt noch mehr damit auseinanderzusetzen und ich sehe auch noch mehr die Wichtigkeit da drin, für meine Zukunft auch, aber auch in anderen Bereichen. Also ich denke, du hast auch viel mitgenommen, Sebastian. Ja. Und damit sind wir am Ende. Wir sind Lena Proska und Sebastian Klein und das war der Science Pod, wo Wissenschaft auf Gesellschaft trifft. Der Podcast des Transformer Comlabs Mannheim. Heute im Gespräch mit Anna Winkenbach und Axel Kolaschnik. Danke euch. Dankeschön. Tschüss.